willst mich doch nur in eine Falle locken. Aber ich werde nie irgendetwas zugeben. Das wird der Staatsanwalt anders sehen. Der Staatsanwalt? Ja. Ich werde Anzeige gegen dich erstatten. Du willst mir ja hoffentlich nicht erzählen, dass du dir nie eins von deinen kleinen Groupies schnappst. Wenn ich's mache, dann tue ich's nur, wenn ich verliebt bin. Wir sollten mit der Heirat ein Zeichen setzen. Und wie? Wir werden eine Feier machen, die selbst die Trauung von Diana und Charles in den Schatten stellt. Du hast natürlich Angst, weil du nicht weißt, was passieren wird. Du weißt nicht, wie du reagieren sollst, wenn ich dich in die Arme nehme und dich. Was ist? Nichts. Ich weiß, es ist vollkommen hirnrissig. Aber ich fühle mich trotz allem noch immer zu Tanja hingezogen. Rajan, was Sie auch immer noch für Tanja empfinden, sie muss für diesen Betrug zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich. Ich wundere mich auch nur über mich selbst. Aber es heißt ja nicht, dass ich nachgeben werde. Na, das dürfen Sie auch nicht. So wie Tanja Sie hintergangen hat. Guten Abend. Guten Abend, Tanja. Rajan, könnte ich dich mal sprechen? Unter 4 Augen. Bitte. Na gut. Lassen Sie nur. Ich wollte sowieso gehen. Dauert's lang? Ich denke, wir haben einiges zu besprechen. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch zu sagen haben. Also, erstmal finde ich es Komm zur schade. Sache. Können wir nicht wenigstens wie vernünftige Menschen miteinander umgehen? Es dürfte dir schwerfallen. Irgendwas Neues von Gebhardt? Tanja, ich dachte, du hast mir etwas zu sagen. Ich möchte mich einfach nur mal wieder mit dir unterhalten. So wie früher, als wir abends zusammengesessen haben. Verschwendest deine Zeit, Tanja. Würdest du bitte gehen? Ach komm, du kannst mich doch nicht einfach rauswerfen. Komm, lass es. Es ist zu spät, du kannst dir die Mühe sparen. Ich habe heute Anzeige gegen dich erstattet. Das hast du gemacht? Würdest du jetzt bitte gehen? Hey. Seit wann sind Musiker denn Frühaufsteher? Ist doch noch mitten in der Nacht. Ich kann nichts dafür. Ich habe die Termine nicht gemacht. Oh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Komm noch ein bisschen zu mir. Bitte, Sophie. Ich habe heute 1000 Sachen zu erledigen. Nur ein bisschen. Es tut mir leid, Baby. Es muss sein. Ach, so habe ich mir mein Leben als Groupie aber nicht vorgestellt. Sei froh, dass du keins bist. Die dürfen nämlich nie bis zum Morgen bleiben.
Oh, Moment mal. Das ist immer noch mein Zimmer. Es war dein Zimmer. Wir sehen uns später. Zufrieden? Noch zufriedener wäre ich, wenn du hier bleiben würdest. Sophie! Ja, Ich muss abhauen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay? Bye. Ja, wie gesagt, ich möchte eine Hochzeitsanzeige aufgeben. Kann ich auch die ganze Seite haben? Ja, ich weiß, das ist teuer. Wie viel? Oh, das geht doch. Ich würde Ihnen gerne den Text faxen. Ja? Ja, habe ich. Gut, ich danke Ihnen. Wiederhören. Brauchen wir wirklich so eine Riesenanzeige? Aber wir wollen doch nicht kleckern. Ja, gut, aber für mich hat's auch eine kleine getan. Ich weiß. Deshalb habe ich dich auch gar nicht erst gefragt. Ich weiß sowieso nicht, wie wir das alles organisieren sollen. Allein die Einladung, dann das Essen, die Musik. Hero, das ist kein Problem. Das schaffen wir alles. Müssen wir denn so groß feiern? Ja, aber selbstverständlich. Wenn wir schon auf Friedenau feiern, da haben wir doch richtig Platz. Man könnte auch auf Friedenau etwas kleiner feiern. Aber Gero, du bist meine große Liebe. Da möchte ich auch groß feiern. Na gut, wenn du das so siehst. Lass uns mal die Gästeliste durchgehen. Wo ist Rajan? Ich glaube, er ist noch auf seinem Zimmer. Gut. Hast du ihn dazu getrieben, mich anzuzeigen? Wie kommst du denn darauf? Du warst es, weil du mich loswerden willst. Warum sollte ich das? Du willst Friedenau für dich alleine haben. Aber nein, Tanja, das wäre doch viel zu langweilig, so ganz alleine hier in diesem großen Kasten. Clarissa, du hast Barbara rausgeekelt, Christoph ist nicht da und jetzt witterst du Morgenluft. Aber so leicht wirst du mich nicht los. Tanja, ganz ruhig. Ich verstehe, dass dich Rajans Anzeige aufregt. Aber ich habe dich gewarnt. Rajan ist eifersüchtig auf Tim. Und deswegen zeigt er mich an? Ja, natürlich, er will sich an dir rächen. Ich gebe dir einen Tipp. Schick diesen Holzfäller in die Wüste. Und die Sache mit Rajan erledigt sich von selbst. Danke, auf deine Tipps kann ich gut verzichten. morgen. Morgen. Was muss ich denn da für Sachen hören? Du und Daniel. Was? Wieso, wer sagt denn sowas? Och, Ach so, schon klar. Altes Klatschmaul. Im Moment mal. Ich habe ihn nur aus deinem Zimmer gesehen. Ja, er wohnt ja auch in meinem Zimmer. Du selbst hast ihn da einquartiert. eben. Erst regst du dich fürchterlich über ihn auf und dann sowas. Wie hat er das nur hingekriegt? Tja, er hat so seine Tricks. Erzähl doch mal. Nein, ich bin diskret. Naja, vielleicht auch besser so. Muss ja nicht gleich alles die Presse mitkriegen, ne? Sonst steht's morgen noch in der Zeitung. Sophie L. aus D. Daniels Liebe für eine Nacht. Wieso? Was soll denn das heißen? Wieso für eine Nacht? Oder Daniels kleiner One-Night-Stand? Nein, Quatsch, das seht ihr völlig falsch. Es war nicht nur für eine Nacht. Und du meinst doch nicht wirklich, dass er das ernst meint? Doch, genau das meine ich. Moment mal. Willst du damit sagen, dass du und Daniel, dass ihr zusammen seid? Frag ihn das selbst. Ich sagte jetzt nichts mehr dazu. Sophie, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber bildest du dir da nicht ein bisschen was ein? Was soll ich mir denn da einbilden? Naja, ihr hattet eine nette Nacht und das war's. Dann will ich da mal nicht erst. So konsequent, wie Sie Tanja die Stirn bieten? Ich will nur mein Recht. Ja, natürlich. Es wurde aber auch mal höchste Zeit, dass Tanja in ihre Schranken gewiesen wird. Das hat sich nämlich bisher noch niemand getraut. Ich fühle mich auch nicht ganz wohl dabei. Aber es gibt kein Zurück mehr. Auch nicht, wenn Tanja Ihnen das Geld freiwillig zurückgeben würde? Wieso fragen Sie mich das? Sollen Sie mir ein Angebot machen? Aber nein, wo denken Sie denn hin? Ich spiele doch nicht die Vermittlerin für Tanja. Nein, nein, ich meine das rein theoretisch.
Würden Sie Ihre Anzeige zurückziehen, wenn Tanja Ihnen das Geld zurückgibt? Nein, ich würde bei der Anzeige bleiben. Geld kann Unrecht nicht wieder gut machen. Ich habe auch keine andere Antwort erwartet. Ach, du hast Clarissa wieder von der Liste gestrichen. Ja, ich glaube nicht, dass ich sie dabei haben möchte. Naja, du magst sie nicht besonders, aber sie ist meine beste Kundin und mit ihren Aufträgen bezahlt sie praktisch unser Fest. Trotzdem will ich nicht, dass sie dabei ist. Wenn Clarissa kommt, dann können wir die meisten anderen Gäste gleich wieder von der Liste streichen. Ach, die sollen sie mal nicht so haben. Und abgesehen davon, Clarissa ist Hausherrin. Auf Friedenau so einfach können wir sie nicht ausladen. Da sind so viele Menschen auf diesem Fest, da wird sie gar nicht auffallen. Komm, setz sie wieder auf die Liste. Na gut. Danke. Also, ciao. Wir sehen uns nachher im No Limits, ja? Ciao. Gero, Was gibt's denn? nochmal wegen Friedenau und eurer Hochzeit. Ich meine, wärt ihr sehr traurig, wenn ihr woanders feiern müsstet? Ich finde es im Moment einfach nicht passend. Du meinst, weil Christoph nicht da ist? Ja, ich bin sicher, er hätte nichts dagegen, aber ich will es nicht. Verstehst du? Ja, klar. Mir ist es sowieso ganz lieb, wenn wir woanders feiern. Ich weiß nur nicht, wie Markus das aufnehmen wird. Bevor ich meine Hände vor ihre Augen lege, zeigst du sie groß. Ganz groß. Ja, ja, das hätte ich auch vorgeschlagen. Und du sitzt da wie eine Statue. Okay? Von einem Baumstamm. Das muss so ein Klopper sein. Sagen Sie mal, wofür bezahle ich Sie eigentlich? Was? Wissen Sie, was uns diese Extrawurst kostet? Sie hätten ihm diese bescheuerte Idee ausreden müssen, aber wahrscheinlich haben Sie noch bestärktere. Was hätte ich ihm denn sagen sollen? Dass seine Idee scheiße ist? Im Übrigen finde ich sein Konzept besser als unser altes. So, aber wir hatten uns auch etwas dabei gedacht. Vor allem war es billiger. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern kostenbewusstes Denken. Ist das klar? Das ist ganz, ganz wichtig. Also müssen wir wirklich darauf achten, zum Schluss muss es dann so ausgehen. Okay? Du musst die Anzeige zurückziehen. Denk doch mal an deinen Vater. Was würde der sagen, wenn er wüsste, dass wir uns so streiten? Ach, lass mich! Willst du wirklich, dass dein Name in den Schmutz gezogen wird? Wenn, dann ist es deine Schuld. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe hier. Also jetzt reicht's ja wohl. Wie redest du überhaupt mit mir? Hast du vergessen, was ich alles für dich getan habe? Tja, du meinst ein Betrug? Weißt du, dass du ein selbstgerechtes Arschloch bist? Was kann ich denn dafür, dass Gebhard dich beschissen hat? Du bist ja so rein und so unschuldig. Ich krieg's Kotzen. Halt's Maul! Natürlich kommen wir zu eurer Hochzeit, aber wir haben eine Bedingung. Dass ihr auch zu unserer kommt. Ach so, ja, klar. Also, ciao, Amore. Wiedersehen. Ciao. Ciao. Was ist? Freust du dich gar nicht auf deine Hochzeit? Das frage ich noch. Ich weiß es ja von Kathi. Du sitzt ganz schön in der Zwickmühle. Hm? Zwickmühle ist gut. Es sitzt tief in der Tinte. Also ich würde mich freuen, wenn ich normal heiraten könnte. Ja, deinen Markus, aber ganz bestimmt nicht Charlie. Nee. Die allerdings müsste ich wirklich nicht haben. Aber es hat dich ja niemand dazu gezwungen. Ne? Von wegen. Sie hat mir 50.000 Mark geliehen. Ja, aber das ist doch kein Grund zu heiraten. Nein. Naja, noch bin ich nicht unter der Haube. Nö, aber bald. Es sei denn, du sagst Charlie endlich die Wahrheit. Wenn es so einfach wäre. Haben Sie ohne Probleme hierher gefunden? Besser als erwartet. Ich bin sogar 5 Minuten zu früh. Ah, Herr Fröhlich. Frau von Anstetten, guten Tag. Tag. Herr Reichelt? Ganz recht. Guten Tag. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Immerhin sind Sie in Fachkreisen schon richtig berühmt. Ach, ich bitte Sie. Doch. Ich habe Ihr Porträt in Werbung und Management gelesen. Sie wurden da in höchsten Tönen gelobt. Wollen wir doch erst mal sehen, was wir für Sie tun können. Wollen wir? Gern. Ja, bitte. Danke. Tim. Du musst mir unbedingt helfen. Es geht um den Umschlag hier. Da sind wichtige Dokumente drin, die müssen dringend ins Ausland gebracht werden. Soll das jetzt mitzahlen? Nein, es geht um mein Vermögen.
Ich kann dir jetzt nicht mehr erklären, erst wenn du wieder zurück bist. Pass auf, du fliegst möglichst heute noch nach Florida. Und von da aus nimmst du dir einen Flug zu den Cayman Islands. Cayman Islands? Ist das nicht da, wo diese ganzen Briefkasten... Dort triffst du dich mit einem Kontaktmann. Dem gibst du den Umschlag. Das Ganze dauert nicht länger als 3 oder 4 Tage. Naja, eine kleine Reise habe ich nichts. Aber wieso kommst du denn nicht mit? Ist doch viel lustiger. Hm? Das geht leider nicht. Ich erklär's dir hinterher. Du tust mir doch den Gefallen, oder? Ja, klar. Gut. Dann pack am besten direkt und ich buche dir den Flug und schreib dir alles auf. Danke, Tim. Für alles. Probier das doch mal so. Du meinst so? Ja, aber das ist es auch noch nicht. Irgendwie fehlt dem Ganzen noch der Pep. Fällt dir nicht noch was ein? Ja, vielleicht, wenn ich sie so in den Arm nehme. Nein, ach, das ist auch nichts. Wie wär's denn so? Oh nee, bloß nicht. Aber wie wär's, wenn du sie wie ursprünglich geplant umarmst und dann einfach küsst? Du meinst so? Ja, das ist gut. Okay, dann machen wir jetzt mal eine erste Probe. Ruhe bitte. Daniel, fertig? Fertig. Okay. Playback ab. Danke. Wir werden bestimmt eine optimale Lösung für Sie finden. Ich werde morgen sofort ein kleines Team zusammenstellen. Ich hole mir die Kreativen immer gerne schon frühzeitig ins Boot. Sehr gut. Und wann kann ich mit ersten Ergebnissen rechnen? Sie bekommen die Konzeptcharts in, sagen wir, 4 Wochen. Wenn es nicht schneller geht. Ich kann es natürlich kaum erwarten. Das kann ich gut verstehen, aber 4 Wochen müssen Sie uns schon lassen. Entschuldigen Sie. Aber natürlich. Ja? Ach, du bist es. Hallo. Du, ich bin im Moment fertig. Ja, ich komme dann sofort. Gut, ich dich auch. Ja, ciao. Na, Sie werden wohl schon vermisst. Ja, ich bin gerade in Hochzeitsvorbereitung und das ist neben der Arbeit gar nicht so leicht. Sie kriegen das bestimmt hin. Herr Fröhlich, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Die Freude ist auf meiner Seite. Sie sagten doch gerade, Sie heiraten. Wie wäre es, wenn Sie mir Ihre Braut mal vorstellen? Ach, meine Braut? Ja, wir könnten zusammen essen gehen, wir und unsere Frauen. Der nächste Mittwoch würde mir gut passen, sagen wir um 20 Uhr bei Salvatore. Gerne. Na wunderbar. Bis dann. Auf Wiedersehen. Rajan, Es ist hier wohl alles gesagt. es tut mir leid, dass ich heute Mittag so ausfallend geworden bin, aber Tanja, bitte lass mich in Ruhe. ich habe Tim rausgeworfen. Ach. Er passt einfach nicht zu mir. Er ist wirklich ein Prolet. Es tut mir sehr leid, wie er dich behandelt hat. So, Er wird nicht länger zwischen uns stehen. was meinst du denn damit? Naja, ich nehme an, dass du sauer warst, weil er hier gewohnt hat. Und deswegen hast du mich angezeigt. Ach so. Und jetzt, wo du ihn rausgeschmissen hast, soll ich meine Anzeige zurückziehen? Ja, Ich fürchte, da hast du dich verrechnet, Tanja. Ich habe dich angezeigt, weil du eine Betrügerin bist. Ob Tim hier wohnt oder nicht, hat damit nicht das Geringste zu tun. Na, alles klar? Ja. Und bei dir? Ja, bin zufrieden. Hatte ein erfolgreiches Meeting, habe sogar schon eine Essenseinladung für uns abgestaubt. Nächste Woche bei Salvatore. Und wer lädt uns ein? Unser neuer Kunde, ein gewisser Herr Reichelt. Ein großes Tier in der Automobilbranche. Und wieso lädt er mich ein? Ich habe ihm erzählt, dass ich heirate und da wollte er sofort meine Braut kennenlernen. Ach ja. Du hast ihm nicht erzählt, dass deine Braut ein Mann ist. Nein, warum sollte ich? Wen ich heirate, kann ihm doch egal sein. Du musst es ja wissen. Genau. Cleo, machst mir auch einen Kaffee, bitte?
Kommt sofort. So, und dann können wir anfangen. Gästeliste haben wir fertig, dann lass uns über die Musik reden. Kleinen Moment noch. Barbara hat durchblicken lassen, dass es ihr im Moment doch nicht so recht ist, wenn wir auf Friedenau feiern. Weil Christoph nicht da ist. Mhm. Naja, vielleicht wäre das ja doch nicht so passend gewesen. Ich habe mir gedacht, dass wir stattdessen zu Hause feiern. Ist zwar nicht so groß wie Friedenau, aber dafür viel gemütlicher. Außerdem haben wir auch viel mehr Bezug zu unserer Wohnung als zu Friedenau. Das stimmt. Na, ihr Hübschen, habt ihr euer Aufgebot schon bestellt? Nein, aber wir haben gerade beschlossen, dass wir bei Gero feiern. Wie? Nicht hier? Nein. Oh, schließlich sollst du ja auch was davon haben. An unserer Hochzeit sollst du feiern und nicht arbeiten müssen. Das ist aber lieb. Das ist die netteste Abfuhr, die ich jemals bekommen habe. Mögen Sie keinen Baumkuchen? Was? Schmeckt's Ihnen nicht? Doch. Ich musste nur gerade über Tanja nachdenken, ob ich nicht doch zu hart zu ihr war. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Naja, sie ist mir letztendlich entgegengekommen. Nur weil sie Tim rausgeschmissen hat? Unsinn. Wahrscheinlich ist er ihr einfach auf die Nerven gegangen und jetzt verkauft sie es Ihnen als großes Opfer. Vielleicht sollte ich trotzdem noch mal mit ihr reden. Es geht doch letztendlich nur um Geld. Rajan, hier geht es nicht um Geld, hier geht es um Verrat. Und der ist unverzeihlich. Trotzdem tut sie mir irgendwie jetzt schon wieder leid. Vielleicht war ich wirklich zu aggressiv zu ihr. Also wenn Sie jetzt nachgeben, dann... Kam das von oben? Ich weiß nicht. Rat mal, wer da ist. Lass das. Hey, was ist denn? Gar nichts, aber ich lasse mich nicht gerne verarschen. Wieso? Wer verarscht dich? Der Typ zum Beispiel, der erst mit mir ins Bett geht und sich gleich an die nächste ranmacht. Du bist eifersüchtig auf Silvia? Ach, Sophie. Komm, ich meine, das war fürs Videodreh. Sie bedeutet mir nichts. Klar. Genauso wenig wie ich dir nämlich bedeute und all die anderen Frauen, die auf dich reingefallen sind. Sophie, meinst du wirklich, ich nehme dich mit nach L.A., wenn du mir nichts bedeuten würdest? Was? Wohin willst du mich mitnehmen? Nach L.A., da wohne ich nämlich. Und ohne dich halte ich es in dem großen Haus nicht mehr aus. Tanja! Tanja!